Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Bernadette Frech, ich bin die CEO von InstaHelp. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Christiane Katschnik-Otter. Ich bin Ansprechpartnerin für Unternehmen und begleite Unternehmen und Mitarbeitende auf ihrem Weg zu mentaler Gesundheit. InstaHelp ist eine führende Plattform für mentale Gesundheit. Wenn es Ihnen einmal nicht gut geht, verbinden wir Sie mit über 230 qualifizierten Psychologinnen. Was ist uns aufgefallen? Seit Start von Corona sind zunehmend Männer bei uns in der psychologischen Beratung online. Tatsächlich sind bereits 50% unserer Klienten männlich. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir machen die neue InstaHelp-Kampagne zum Thema Man Mental Health. Und genau um dieses Thema geht es in unserem heutigen Talk. Was erwartet uns heute? Heute dreht sich einmal alles um den Mann. Versagensangst, anhaltender Stress gepaart mit Perfektionismus sind tägliche Begleiter im modernen Berufs- und Familienalltag. Dabei kommt der allergrößte Leistungsdruck von innen. Mit unserem Experten, dem Herrn Professor Klein, beschäftigen wir uns heute mit diesen Herausforderungen und vermitteln hilfreiche Konzepte und Methoden zur Prävention. Unser heutiger Gast bei diesem exklusiven Live-Talk ist Professor Dr. Michael Klein. Er ist klinischer Psychologe und psychologischer Psychotherapeut, ist seit mehr als 15 Jahren leitender Psychologe an verschiedenen Fachkliniken und Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Lieber Herr Professor Klein, ich darf Sie nun auf unsere virtuelle Bühne bitten. Ja, herzlichen Dank. Auch ein freundliches Hallo und guten Nachmittag von mir. Direkt ins Thema. Also Scheitern ist das Thema, in gewisser Weise auch die Kunst des Scheiterns. Das wirkt im ersten Moment paradox, ist es auch. Scheitern ist nun kein Spaßthema für Menschen, es ist sogar gefährlich. Gerade bei Männern sehen wir oft, dass sie in Krisen sich zurückziehen, vereinsamen, auch im Extrem auch suizidal werden. Und von daher wollen wir dieses Thema heute aufgreifen und eben auch aufzeigen, dass es Präventions- und Hilfemöglichkeiten gibt, im Kontext jetzt von Männern im Berufsleben und im Privatleben. Vielleicht eingangs ein paar Hauptbemerkungen, um das Thema einzuschätzen und einzuordnen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass das Stressniveau für viele Männer, insbesondere junge Männer, jüngere Männer, erhöht ist. Es gibt eine ganze Reihe von Stressoren, die dazugekommen sind aus der Arbeitswelt, aber zunehmend auch aus der privaten Welt, Partnerschaft und Familie, wo von Männern viel mehr eingefordert wird als früher. Und Männer haben oft die Tendenz, sich unter Stress zurückzuziehen, ohnmächtig zu fühlen und keine Schwäche zeigen zu können oder zu wollen. Also sie verdecken oder bemänteln oft ihren inneren psychischen Zustand. Und von daher ist es wichtig, sie auch zu ermuntern, offener zu sein und auch für sich einzutreten. Die gesundheitlichen Probleme von Männern sind enorm. Auch das ist gar nicht überall bekannt. Männer leben im Schnitt 5 Jahre kürzer als Frauen. Also toll, dass Frauen so lang leben, aber eben schlecht, dass Männer kürzer leben. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, Gesundheitsverhalten, aber auch mangelnde Selbstfürsorge. Männer haben häufiger Herzerkrankungen, Lungen- und Darmkrebs, aber sie haben auch häufiger manche psychische Störungen. Das sind vor allen Dingen Suchterkrankungen, aber zunehmend auch Depressionen. Und was vielleicht ganz bezeichnend ist, Männer stürzen in ihren Lebensläufen viel häufiger ab, wenn sie in einer Krise sind, bis hin dann zur Suchtkrankheit, zur Wohnungslosigkeit, manchmal sogar bis hin in die Kriminalität. Und von daher wollen wir heute darüber reden, wie man anders und besser mit Lebenskrisen und Scheitern umgehen kann. Der erste Punkt ist die klassische Männerrolle, die natürlich sehr stark damit zusammenhängt, Stärke zu zeigen, Beschützer zu sein.
Interessanterweise wird das auch nach wie vor von Männern erwartet. Wir haben letztens mal eine Befragung gemacht, die hat gezeigt, dass 90% der jungen Frauen von ihren jungen männlichen Partnern erwarten, dass sie Beschützer sind. Das heißt, die Männer können entweder das ablehnen oder sie müssen eben konstruktiv, produktiv mit dieser Rolle umgehen. Aber was ich sagen will, ist im Kern, die alten Männerrollen werden zum Teil bleiben, aber das Entscheidende ist, dass wir eine Rollenerweiterung haben, dass Männer auch neue Verhaltensweisen zeigen dürfen und sollen, zum Beispiel auch Schwäche zu zeigen oder sich Hilfe zu holen. Das sind ganz wichtige Dinge, weil das Ausmaß des Stresses im Leben von insbesondere jungen Männern nimmt zu. Wir sprechen da von einer Stresstriangulation, also im Grunde sozusagen ein Dreieck, aus dem Stressoren auf den Mann einstürzen. Das ist der Beruf, das ist aber immer stärker auch die Partnerschaft und die Familie. Also wir haben diese 3 Bereiche, die immer wichtiger werden, wo der Mann eben auch seinen Mann stehen will und soll, mit dem er aber auch flexibler umgehen soll, um das zu erreichen. Und da gehört natürlich auch eine neue Sichtweise auf das Scheitern dazu. Was ist Scheitern eigentlich? Natürlich erst einmal die Nichterreichung von Zielen, das Versagen, das subjektiv erlebte Versagen. Aber es ist interessanterweise auch eine Chance auf Umkehr, auf Veränderung, auf Neubeginn. Und das wollen wir natürlich nutzen im Leben von Männern. Aber im Hintergrund auch gibt es immer die Gefahr, dass Männer vereinsamen, sich zurückziehen, das bis hin zur Suizidalität. Etwa 3/4 aller Menschen, die sich umbringen in unserem Land, sind Männer und die haben eben oft vorher sich nicht geöffnet und nicht darüber gesprochen. Und das ist eben das Wichtige, dass Männer, gerade wenn sie das Gefühl haben, dass sie scheitern, dass sie dann eben auch Unterstützung, Begleitung bekommen und auch lernen, sich zu öffnen und auch zu erkennen, dass es da Hilfen gibt und dass es keine Schwäche ist, sich zu öffnen, sondern eher eine Stärke. Wir wollen das umbewerten und in ein neues Licht setzen. Und die Konsequenzen des subjektiven Scheiterns sind natürlich enorm. Aber das Entscheidende, ich habe es schon gesagt, ist diese Subjektivität. Das heißt, der größte Anteil bei Stress, den Männer erleben, ist im Grunde der selbstgemachte innere Stress, insbesondere an ihrem Rollenmuster. Da gehört oft der Perfektionismus dazu, dass sie glauben, alles übermäßig gut erfüllen zu müssen. Und dass sie diese Norm eben mitbringen, verinnerlicht haben, dass sie auch immer wieder bestätigt wird und gesteigert wird. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht der Realität entspricht, dass heute sehr viel abverlangt wird, eben nicht nur Arbeitswelt, sondern eben auch Partnerschaft und Familie. Und von daher kann eigentlich der Hauptweg oder der Hauptausweg im Grunde bedeuten, eine andere subjektive Bewertung. Natürlich auf die lange Bank eine Umbewertung oder auch mehr Gelassenheit. Die erreicht man aber auch nur durch einen Veränderungsprozess und auf den sollten sich eben viele Männer machen, bevor sie vereinsamen, sich zurückziehen oder vielleicht sogar suizidal werden. Bevor wir zu den Hilfen kommen, vielleicht noch einen Blick, was passiert, wenn es ungünstig läuft im Leben von Männern. Die Kolleginnen haben eben schon gesagt, sie haben jetzt 50% Anfragen von Männern bei InstaHelp. Grundsätzlich sehr erfreulich, weil wir hatten und haben in der Psychotherapie immer noch eine sehr geringere Quote. In Deutschland etwa 38% aller Menschen, die Psychotherapie ambulant nachfragen, sind Männer. Da können wir natürlich auch sagen, nur 38%. Das heißt, da wünschen wir uns natürlich eine Verbesserung. Und das kann auch über den Beratungssektor kommen, dass, wenn da die Nachfrage von Männern schon steigt, dass sie eben auch darin eine Stärke sehen, sich beraten zu lassen, vielleicht auch ein Coaching zu bekommen, ein Persönlichkeitscoaching. Und viele brauchen oder können natürlich auch eine Therapie in Anspruch nehmen, eine Psychotherapie. Und Therapie bedeutet im Kern ja Veränderung und eine Veränderung in eine Richtung, wo es eben für sie besser wird.
Also die häufigsten negativen Konsequenzen von Scheitern, subjektivem Scheitern aufgrund von Dauerstress sind eben Depressionen, Angsterkrankungen und Suchterkrankungen. Und das sind natürlich im klassischen Sinne psychische Probleme, die man behandeln kann, aber auch behandeln sollte, damit sich sowas wie Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, Mental Health im Grunde wieder einstellt. Es gibt bei Frauen, wenn sie scheitern, dieses wunderbare Bild, hinfallen, wieder aufstehen, das Gröhnchen zurechtrücken und weitergehen. Das Bild werden jetzt die meisten Männer nicht so beherzt übernehmen, weil sie gar nicht glauben, dass sie so ein virtuelles Krönchen auf dem Kopf haben. Also habe ich mal nach einem anderen Bild gesucht, das vielleicht für Männer besser passt. Sie werden böse gefoult, wie beim Fußball, ne? Und sie rollen sich auf dem Boden vor Schmerzen. Das Leben hat sie wirklich böse gefoult und trotzdem wieder aufstehen und weitermachen und vielleicht auch dann mit einer anderen Mentalität weitermachen, sich besser schützen, dass sie eben auch nicht so böse vom Leben gefoult werden. Oder man kann es auch mit einer anderen Metapher, denke ich, sagen, aus dem Schach, derjenige, der den vorletzten Fehler macht, ist eigentlich immer der, der besonders klug und weise ist beim Schach. Und diese Mentalität wollen wir gerne auch den Männern nahebringen, dass sie sich Hilfe suchen dürfen, dass es eine Stärke ist, sich helfen zu lassen, dass sie sich nicht negativ und verkapselt in sich zurückziehen müssen, sondern dass sie genauso ein Recht auf Hilfe haben, wie eben auch die Frauen. Und was gibt es konkret an Hilfen, sage ich vielleicht noch gerade. Besonders wichtig ist einfach die Umbewertung. Wir nennen das dann also kognitive Neuorientierung, dass man eben auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit im Leben einziehen lässt. Es zeigt sich immer wieder Menschen, die fehlerfreundlich sind, die sich auch einen Fehler gestatten, die machen am langen Ende viel weniger Fehler. Und das ist vielleicht schon mal eine ganz hoffnungsvolle Botschaft. Umbewertung. Das Zweite kann sein, paradox. Auch das ist interessant, also dass man sich vielleicht sogar im Sinne der Prävention auch verschreibt, dass man einmal scheitern darf, vielleicht nicht in so einer ganz großen Sache, aber dass man dadurch eben auch merkt, alle Menschen machen Fehler, auch Männer machen Fehler und sie können damit umgehen und können daran wachsen. Ein kleines Beispiel aus dem Bereich der Schule. Wenn wir hochbegabte Kinder haben, die werden oft leider Schulversager in unserem System, weil sie unterfordert sind. Und da gibt es eben dann auch diese sogenannte paradoxe Verschreibung, dass man sie zum Beispiel 1 oder vielleicht sogar 2 Jahrgangsstufen überspringen lässt, damit sie dann auch die Erfahrung von Fehlern machen und daran wachsen können. Und das ist eigentlich die hoffnungsvolle Botschaft, die ich auch heute formulieren will, dass eben Männer gerade auch mit ihren oft sehr rigiden, fixierten Rollenmustern durch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit und durch eine Offenheit gegenüber anderen und ihren emotionalen Prozessen eben auch wachsen können. Sie müssen nicht suizidal werden, sie müssen nicht depressiv werden, wenn sie diese Hilfe eben auch erkennen und annehmen. Vielleicht so viel mal für den Moment. Wir haben ja jetzt auch noch viel Diskussion. Ich sage vielleicht noch zum Ende, ich rede natürlich aus der Praxis, aus der Forschung, aber auch aus dem eigenen Leben. Auch ich habe das natürlich erleben müssen, dass es ein Scheitern gibt in persönlichen Beziehungen, aber dass man daran am langen Ende auch sich weiterentwickeln kann. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Klein, für diesen Input. Ich möchte gleich ein Thema aufgreifen. Wir haben im Vorfeld ja zu dieser Veranstaltung bereits Fragen aus der Community erhalten. Und eine Frage deckt sich jetzt sehr gut mit etwas, was Sie schon angesprochen haben, das Thema Fehlerfreundlichkeit und Fehlerkultur in Unternehmen. Es gibt ja sehr oft oder es gibt viele Unternehmen, wo es eher verpönt ist, Fehler zu machen und wo eben keine Fehlerfreundlichkeit vorhanden ist. Können Sie als Experte vielleicht jetzt auch
Tipps geben, wie können Unternehmen so eine Fehlerfreundlichkeit gestalten und einführen? Das ist eigentlich ein paradoxer Begriff mit der Fehlerfreundlichkeit und viele zucken da innerlich zusammen, wenn sie das hören. Wir sollen unsere Mitarbeiter Fehler machen lassen. Aber wie gesagt, Fehler zu machen gehört zum Leben und eine gewisse Fehlerfreundlichkeit erzeugt bei den Mitarbeitern weniger Stress und faktisch machen sie weniger Fehler. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erfahrung. Das sollte natürlich allen Vorgesetzten und Führungskräften schon mal positiv helfen. Wir haben diese Kultur der Fehlerfreundlichkeit ursprünglich ja in der Luftfahrtindustrie gehabt. Die hat es natürlich auch nötig. Ne? Wir haben zweifache, dreifache Absicherungen inzwischen. Das heißt, wenn wir auf der ersten Ebene einen Fehler haben, dann kann der auf der zweiten oder dritten Ebene immer noch aufgefangen werden. Und auch das sollte man für die Praxis der Betriebe, der Wirtschaft mit übernehmen, dass man natürlich die meisten Fehler, die geschehen, eben auch noch ausbügeln kann und dass man insbesondere durch Teamarbeit und Kollegialität das auch kompensieren kann. Und wir haben ja schon lange keine Einzelkämpfer mehr in der Wirtschaft. Und insofern ist das eine gute Möglichkeit, dass sich das auch auf kollegialer Ebene kompensiert und dass man einen Kollegen, der eben dann vielleicht wirklich einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat, dass man das auch wieder auffangen kann und soll. Ne? Danke Ihnen. Ich darf gleich noch eine zweite Frage anbringen. Und zwar betrifft die zweite Frage das Beratungssetting an sich. Sie haben ja schon erwähnt, in all den Fällen, von denen jetzt auch besonders Männer betroffen sind, bringt eine professionelle Behandlung sehr viel Wohlbefinden sozusagen. Jetzt ist es aber für viele sehr oft schwierig, sich dieses professionelle Setting vorzustellen. Dadurch entstehen manchmal auch Ängste. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie an der Stelle noch skizzieren könnten, wie sieht denn so ein professionelles Behandlungs- oder Beratungssetting aus? Und vor allem, was ist denn der Mehrwert? Ich kann ja auch mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin sprechen, aber wo genau liegt denn da der Mehrwert? Okay, ja, wichtige Frage. Natürlich ist es wunderbar, einen guten Freund zu haben, einen besonders guten Freund. Da kann man auch viel loswerden und das kann auch viel schon auffangen, vor allen Dingen diese Vereinsamung, von der ich vorhin sprach, die zu verhindern und damit vielleicht auch Suizidalität. Aber wir können sagen, dass psychologische Beratung natürlich einen besonderen Stellenwert hat. Im Grunde bedeutet es auch, dass man von draußen auf den Menschen blickt. Das heißt, man hat einen Blick, der nicht voreingenommen ist, weil ein guter Freund wird natürlich immer auch stützen und solidarisch sein und vielleicht auch nicht Dinge rückmelden, die er sieht, von denen er fürchtet, dass dann sein Freund sich dann eben nicht positiv behandelt fühlt. Also der Blick von draußen ist enorm wichtig. Gleichzeitig können aber die Männer, die in Beratung gehen, natürlich sicher sein, durch die Professionalität und die Schulung der Berater, dass die auch einen guten Blick nach innen haben, also sprich eine ganz spezifische Empathie haben. Und wir machen meistens die Erfahrung in der Praxis, dass Menschen, wenn sie erstmal in Beratung oder Therapie gegangen sind, dass sie sich enorm wohlfühlen, weil sie sich verstanden und akzeptiert fühlen und gleichzeitig aber auch auf ein Veränderungsziel hin motiviert und unterstützt fühlen. Und das ist eben eine ungeheuer wichtige Ressource, die wir haben mit Beratung und Therapie, um Menschen effektiv zu helfen. Eine weitere Frage, eigentlich auch sehr Corona-seitig, wie wir glauben, Paartherapie. Eine Frage ist gekommen, wann ist der Zeitpunkt, in die Paartherapie zu gehen? Würde da gewisse Resistance raushören, in so eine Therapie zu gehen? Wie würden Sie da, was spricht für so eine Paartherapie und wann ist noch ein guter Zeitpunkt, um auch eine Beziehung vielleicht retten zu können? Ja, es gibt da ein geflügeltes Wort von den Kollegen aus der Paartherapie. Das heißt im Grunde, wenn die Paare kommen, ist es in der Regel zu spät. Das ist nicht unbedingt immer so. Also ich will natürlich sagen, dass da eine Hilfe und eine Klärung immer wichtig und richtig ist. Aber die Aussage soll natürlich auch sagen, man sollte auch so früh wie möglich, ne, in eine Paarberatung oder eine Paartherapie gehen. Man erhält natürlich auch dort den Blick von draußen, eine gewisse Stützung.
Wichtig ist, dass der Paartherapeut eben auch neutral ist, ne? Dass er eben sowohl den Partner als auch die Partnerin in ihrer Lage sieht und dass er natürlich durch diesen Blick von draußen, also im Grunde eine ganz besondere Rolle, vielleicht so etwas wie eine zugewandte Schiedsrichterrolle, dass er natürlich da auch eine ganze Menge tun kann mit dem Paar. Oft haben wir auch 2 Paartherapeuten, also Mann und Frau, ne, die dann auch mit einem Paar arbeiten. Das muss nicht sein, aber das hat natürlich gewisse Vorzüge. Und im Grunde kann ich eine Paartherapie bei Partnerschaftsproblemen, worin auch immer die jetzt bestehen im Einzelnen, nur nachdrücklich empfehlen. Ne? Aber man muss auch gucken, ob vielleicht der Partner oder die Partnerin auch noch eine einzelne Hilfe braucht. Ne? Die allerletzte Frage, sehr kurz und knackig. Wie viel Stress und wie viel Gläser Wein sind denn noch normal? Schöne Frage. Naja, also Stress ist im Grunde schwer zu messen, wenn es jetzt nicht so ein Stress ist wie Lärm oder Umweltgifte oder sowas. Aber trotzdem ist das gerade interessant. Also sozusagen dieser subjektive Stress, das bedeutet ja, wie viel macht mir das aus? Wie sehr belastet mich das? Und das, was die Menschen am meisten belastet, sind psychische Dinge. Sowas wie vielleicht ausgeschlossen sein, gedemütigt werden, sich nicht zugehörig fühlen, sich gemobbt fühlen. Ne? Da kann man im Grunde sagen, dass das alle Stressfaktoren sind, die die Menschen nicht lange aushalten können und sollten, weil sie an unsere Persönlichkeit, an unser Selbst gehen. Also da sollte man auch früh reagieren. Jetzt sagen Sie mal nochmal die zweite Hälfte. Wie viele Gläser Wein sind Ach, der Wein, ja, okay. Na gut, wunderbar. Also das sozusagen von Weinland zu Weinland. Naja gut, die internationalen Konventionen sagen uns, dass die Männer täglich nicht mehr als 30 Gramm Alkohol und die Frauen nicht mehr als 20 Gramm Alkohol trinken sollten. Die Männer haben ja ein etwas günstigeres Fett-Wasser-Verhältnis im Körper, deshalb dürfen sie etwas mehr trinken. Jetzt weiß natürlich keiner, was 30 Gramm Alkohol sind, weil das nicht draufsteht und der Alkohol ja leichter ist als Wasser. Also man kann es als Faustregel vielleicht machen, dass 20 Gramm Alkohol, wenn Sie es jetzt mal in Wein umrechnen, dass das etwa 0,2 Liter Wein sind. Also das heißt, der Mann dürfte ein Viertel trinken, also 0,25 und die Frau vielleicht ein bisschen weniger, 0,15 täglich. Ne? Was natürlich nicht heißt, dass es Situationen gibt, wo man schon mal mehr trinkt. Bei uns hier ist das der Karneval, Sie werden ähnliche Dinge haben. Aber im Wesentlichen heißt das für die psychische Gesundheit ist es wichtig, eben gerade in Krisen nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. Ich würde sogar sagen, gerade in Krisen keinen Alkohol zu konsumieren, weil das dann sehr suchtpräventiv ist und den Alkohol im Grunde für den Genuss aufzubewahren. Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag und auch für die tolle Beantwortung der sehr vielfältigen Fragen. Was nehmen wir mit? Krönchen richten und geschützt nach einem Faul aufstehen. Auf jeden Fall nehmen wir mit Men's Health Matters.